Bevor wir mit dem Video starten, wollte ich nur hier der Vollständigkeit halber noch meinen Blade zeigen, sonst heißt es wieder Clickbait. Und zwar habe ich mir einfach für den Blade ein bisschen Skins besorgt. Also er ist natürlich jetzt kein neuer Charakter, beziehungsweise hat sich da nicht wirklich was geändert. Ich benutze ihn weiterhin nur für Bosse. Aber ich habe mir jetzt das Oni Red Set besorgt und auf meinen Sport Pop geskinnt, wo ich sowieso nur 2 Teile von hatte. Das heißt, es ist ein 10% Speed Set. Und ansonsten habe ich equipmäßig natürlich nichts geändert. Und zusätzlich trägt er noch den Clockvox Servant Cloak. Und ja, ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Passt auch mit den Bloody Axen ganz gut zusammen. Und ja, hatte ich schon länger vor, tatsächlich mir das zu besorgen. Aber ich bin ja so Anti-Skin. Und das ist auch tatsächlich erst das zweite Mal, dass ich überhaupt in Flight Universe was geskinnt habe. Was schon krass ist, wenn man bedenkt, wie alt das Spiel mittlerweile schon ist. Aber das hat halt einfach damit zu tun, wie gesagt, dass ich halt echt kein Fan von dem Skin-System bin und so. Aber naja, jetzt habe ich insgesamt 4 Sachen schon geskinnt. Und werden wahrscheinlich auch nicht die letzten Skins sein. Aber auf jeden Fall, ja, werde ich nicht für alle meine Character-Skins machen. Das war jetzt nur mal eine Sache, die ich mir wirklich schon lange im Kopf hatte. Und ich wollte es endlich durchziehen, bevor die Preise von gewissen Items wieder steigen. Und ja. Ja, und dann jetzt aber willkommen zu dem neuen Video und auch zu meinem, in Anführungszeichen, neuen Main-Character. Beziehungsweise Leveler. Also, eigentlich war das ja mein alter Main. Mein erster Main war ja mein erster Ranger. Dann habe ich ja mehr oder weniger geswitcht auf den Elementor. Also eher mehr als weniger, um ehrlich zu sein. Und dann haben wir quasi auf FEC angefangen und dann habe ich ja so gesehen zwangsläufig wiederum meinen Main-Character geswitcht, weil als ich auf dem FEC-Server gespielt habe, habe ich ja quasi nur auf dem FEC-Server gespielt. Fast gar nicht auf Borodeng oder halt nur die Dailies auf Borodeng gemacht. Aber nur sehr, 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 sehr wenig. Und ja, damit entsprechend habe ich dann schon 3-mal meinen Main-Character gewechselt und jetzt halt zum 4. Mal. Aber halt zurück zum 2. sozusagen. Also der 4. ist auch gleich der 2., kann man so sehen. Und ja, warum, habe ich ja schon erklärt, aber ich sage es einfach nochmal. Einfach deswegen, weil mein anderer Elementor ist halt quasi Power-Up los. Also den habe ich quasi leer gefarmt. Der hat zwar noch Upcut-Stones ein paar und so, also er ist nicht komplett leer. Aber er hat vor allem keine Amplis mehr. Und ganz ehrlich, Leveln auf Level 150 plus ohne Amplis, das macht weder Sinn noch Spaß. Und entsprechend habe ich mir gesagt, ja gut, nee, das mache ich nicht. Außerdem bringt es mir auch gar nichts. Also den jetzt auf Krampf auf 160 zu pushen, würde mir gar nichts bringen. Weil ich möchte ja eigentlich wieder die Quests mit 1 Chars zeitgleich machen und so. Einer der Hauptgründe für die 8-Char-Taktik, weil es dann einfach extrem viel Zeit spart und man muss nicht alles 8-mal machen. Und allein schon deswegen wird es keinen Sinn machen, mit dem großartig weiter zu leveln oder zu spielen. Weil selbst mit Party auf Level würde der zwangsläufig einfach zu viel XP bekommen. Und das heißt, sich quasi abzuklatschen und den Main mal zu switchen und dann vielleicht in, keine Ahnung, 3-4 Monaten zurück zu switchen oder so, macht tatsächlich sehr viel Sinn, weil jetzt habe ich hier nämlich, seht ihr hier, 291 Refresher Hold, 285 Upcut Stones, 179 ES-Amplis, alles sehengebunden natürlich, und 162 Cast Potions. Also der Char ist loaded mit Power-Ups, aber auch noch 4 Halloween-Balloons und so. Also, und der hat auch sau viele Blessings und Resurrection Scrolls. Beim anderen Elementor habe ich auch keine Resurrections und Blessings mehr. Das heißt, wenn ich da mal gestorben bin wegen einem Port-Bug, Disconnect oder einfach, weil ich einen Fehler gemacht habe, dann habe ich halt auch jedes Mal 0,3% verloren. Und das tut im High-Level halt richtig weh, weil du verlierst 5 bis 10 Minuten Levelzeit durch einen Tod, selbst wenn du dich mit Max Rest 0,3%. Das dauert ewig, das wieder reinzuholen. Oder es fühlt sich zumindest so an. Effektiv sind es 5 bis 10 Minuten, wie gesagt. Aber es ist ja egal. Das sind 5 bis 10 Minuten, die es einfach nicht sein müssten. Vor allem, wenn es wegen einem Disconnect oder so passiert ist. Also es ist einfach mega ätzend, im High-Level zu sterben. Egal wie. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt alles mit dem Char wieder ein bisschen cooler. Das Einzige, was jetzt gerade noch ein bisschen blöd ist, aber wir haben zum Glück fast Level-Up. Das werden wir wahrscheinlich heute auch noch machen. Sehr wahrscheinlich, also eigentlich 1000%ig. Ist, der Damage ist halt gerade ein bisschen low. Der andere Char war 155, mit dem ich hier gelevelt habe. Und jetzt sind wir halt 149. Und ich hatte jetzt halt keine Lust mehr, nochmal einen Ele-Change zu wasten, nochmal Element zu wechseln, nochmal zu Naga zu gehen oder so. Fand den Naga-Spawn ehrlich gesagt auch nicht so geil. Also er war schon gut zum Leveln, also da, wo ich am Ende immer gelevelt habe. Aber ich habe ihn einfach nicht gemocht. Also vom Ding her ist mir einfach ein bisschen auf den Zeiger gegangen. Und wie gesagt, jetzt nochmal 2-mal Ele-Change zu wasten, nur wegen hier einem Level-Up oder so, finde ich dann irgendwie auch ein bisschen sinnlos. Also ich meine, es wird mit 150 jetzt nicht sehr viel besser werden, das will ich gar nicht sagen. Aber ja, es wird zumindest ein kleines bisschen besser wieder. Und ich denke, das passt schon. Also ich habe gestern schon 2 Stunden gelevelt mit Power-Ups. Mit Power-Ups geht's. Jetzt gerade habe ich natürlich
hier nur so ein Christmas-Cookie mit 10% Angriffskraft an. Fehlen also 10% Angriffskraft dadurch und ich habe jetzt gerade auch keine 200 Cast, das merkt man natürlich auch nochmal. Aber es geht schon, ja. Es ist jetzt nicht beautiful, die Level Speed ist jetzt nicht extrem krass, aber ich habe es ja auch eigentlich nicht so wirklich ultra eilig, sage ich mal in Anführungszeichen. Das heißt, ja, das passt schon. Genau, und ja, damit ist der Main-Wechsel, wie gesagt, erstmal vonstatten gegangen. Ob ich, wie gesagt, nochmal zurückwechsle und wann, wie gesagt, das kann ich überhaupt nicht predikten. Man weiß jetzt auch gar nicht, wie die nächste oder nähere Zukunft aussieht mit Update. Wann kommt das nächste Update? Kommt ein FEC-Server oder kommt wirklich keiner? Man weiß einfach nichts über die nächsten, man weiß nicht mal irgendwas über den über den März, Februar sind wir leider schon draußen. Man weiß nicht mal was über den März quasi, ja, und wir sind schon halfway drin, aber man weiß ja hier nicht mal irgendwas. Gut, die Events zumindest sind für den Rest des Monats geplant, beziehungsweise stehen schon fest, die laufen ja schon. Aber man weiß halt bei Flyf einfach nie wirklich, was als nächstes kommt und vor allem nicht wann. Was immer so ein großes Problem darstellt, dass man deswegen halt überhaupt nichts planen kann. Also du kannst schon planen, aber es kann halt einfach sein, dass die Updates oder was auch immer Gala halt macht, dass dir das deine Planung einfach komplett über den Haufen wirft. Deswegen bin ich jetzt nicht so ein großer Fan davon, zu krasse, detaillierte Pläne zu machen. Also grob ja, wie zum Beispiel, ich spiele jetzt erstmal mit dem Elementor hier. Oder halt für das restliche Jahr will ich probieren, mir 2 krasse A-Pads zu machen, beziehungsweise ein krasses A-Pad haben wir gesagt. Das zweite wäre der Bonus. Genau, und solche Sachen ja, aber wirklich noch konkreter zu sein, wie mit, und wenn ich das habe, dann mache ich das und hier und dies und da und jenes. Das mache ich eigentlich nie, weil ich weiß, Scala ist einfach unberechenbar und man weiß nie, was passieren wird als nächstes. Und das ist, wie gesagt, nervig, auch ein bisschen spannend, weil es halt abwechselt, also sofern überhaupt was kommt, dass man nicht immer alles sofort vorher weiß, wenn es kommt oder bevor es kommt. Aber auch nervig, muss man sagen. Also wenn man bedenkt, dass man halt jetzt auch nicht unendlich Freizeit hat und so und halt schon manchmal gerne wüsste, wann denn ungefähr das nächste große Ding kommt und so, da ist das schon wirklich echt blöd. So, aber genug davon. Was ihr dieses Wochenende bestimmt schon oft gesehen habt, ist, XY hat plus 10 geupgradet und das werde ich tatsächlich auch machen. Das ist das Upgrade-Event dieses Wochenende. Übrigens geht das Upgrade-Event nur für normale Upgrades, das heißt Plus machen auf Waffen, Rüstungen und Schilden, nicht Element, nicht Sockel, nicht Schmuck. Ja, also nicht verwechseln, ich finde das immer echt blöd gemacht. Ich weiß gar nicht, steht es hier überhaupt? Ne, hier steht das Wochenende-Event gar nicht dabei. Ich finde es immer total blöd, da steht einfach nur Enhanced Upgrade Event. Und es steht dann überhaupt nicht detailliert da, also vor allem für neue Leute fuckt mich das immer ab, aber auch für Leute, die schon länger spielen. Also gestern habe ich es auch im Stream gesagt, was Sache ist. Hey, hier ist der Giant und die fliegen die ganze Zeit an dem vorbei. Schon 3 Leute an mir vorbeigeflogen, keiner hat den Giant gesehen anscheinend. Sie sagen halt einfach nur Enhanced Upgrade Event und klar, wenn man schon länger spielt, dann weiß man, aber es gibt ja auch ein Enhanced Accessory Event, es gibt ein Suit Sockel Event, es gibt ein Waffen Sockel Event, aber halt Leute, die jetzt wirklich erst vor kurzem angefangen haben zu spielen, die wissen das halt nicht, dass es das gibt. Und wenn die dann Enhanced Upgrade lesen, da steht dann halt the chances increased to upgrade your weapon oder your armor oder so steht, glaube ich, nur drinnen. So oder so ist es auf jeden Fall nicht eindeutig formuliert, was genau gemeint ist. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass das Absicht ist. Die formulieren das bestimmt absichtlich so schrecklich, weil dann halt Leute eher geneigt sind, überhaupt irgendwas zu upgraden. Und wenn die Chancen halt nicht kennen und so, sehen sie nicht und wissen nicht, dass das Upgrade-Event für das, was sie gerade upgraden, gar nicht gilt. Und das ist echt bescheuert. Also nur Plus machen von Waffen, Rüstungen und Schilden ist dieses Wochenende erhöht. Alles andere nicht. Ne? Also lasst euch da nicht reinlegen. Deswegen sieht man auch so viele Sets und Waffen, die plus 10 gemacht werden. Und so gut wie keinen Schmuck oder so, weil es halt, wie gesagt, nur für Sets und Rüstungen auch gilt. Ja, und ich werde, wie gesagt, auch upgraden. Und zwar habe ich mittlerweile das 150er Tank Knight Set vollständig, dieses Bilairi oder wie das heißt. Und ich weiß nicht, ob ich genug, also Materialien müsste ich genug haben. Also ich habe über 100.000 Arons und Minerals. Und die Boots habe ich ja bereits plus 9 gemacht, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Das habe ich gleich im Januar gemacht für den Battle Pass. Und ich weiß auch nicht, ob ich genug S-Products habe, sehengebundene, beziehungsweise ein paar ungebundene habe ich, glaube ich, auch noch. Also es könnte sein, dass es nicht ganz reicht, wäre mir jetzt aber auch nicht so wichtig. Also ich sag mal, plus 8 und plus 9 wäre auf jeden Fall das Minimum, aber das werden wir ziemlich sicher schaffen, denke ich mal. Genau, und ja, wie gesagt, das werde ich auf jeden Fall dieses Wochenende angehen. Ich weiß noch nicht wann, also heute auf jeden Fall nicht am Freitag. Wahrscheinlich Sonntag, ja.
Also ich habe jetzt momentan tatsächlich nicht so viel Geld, habe jetzt erst sehr viel Geld ausgegeben. Bei Geld, Penya-technisch ist es gar nicht so ultra teuer. Aber ja, Power Dice und so muss ich noch alles zusammensuchen. Habe jetzt alles noch nicht gemacht. Und wenn ich das jetzt anfangen würde, würden wir frühestens um 23 Uhr upgraden wahrscheinlich. Naja gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber heute ist auch Boss Day. Also ich denke, wir machen es wahrscheinlich Sonntag. Auf jeden Fall dieses Wochenende. Geht ja auch nicht anders. Das Wochenende-Event ist ja nur am Wochenende. Deswegen der Name Wochenend-Event. Und ja, das werden wir aber auf jeden Fall auch angehen. Also das ist jetzt so das, was als nächstes ansteht. Das heißt, wir haben jetzt den Main Character geswitcht, also alles auf Anfang. Jetzt sind wir nochmal Level 149 Elemente und müssen alles nochmal machen. Das Einzige ist, dass ich jetzt halt schon die ganzen Monster-Achievements habe, wobei die mir nichts bringen, logischerweise, weil ich jetzt ja gerade bei den Kraken bin. Aber auch hier habe ich das Monster-Achievement schon auf Level 4. Und der andere Vorteil ist halt, wie gesagt, dass ich ja echt viele Power-Ups habe. Also hier kann ich ein bisschen verschwenderischer, zumindest für meine Verhältnisse, mit den Power-Ups umgehen. Und das ist dann auch ganz cool, dass ich dann nicht mehr irgendwie schauen muss, aktiviere ich jetzt noch eine Ampli oder sonst was. Also immer so auf Krampf halt quasi. Man kann jetzt hier auch ein bisschen spontaner sein und ein bisschen, wie gesagt, großzügiger damit umgehen. Und ansonsten, wie gesagt, level ich jetzt erstmal noch ein bisschen weiter meine Charakter. Und ja, dann, wie gesagt, weiß ich jetzt noch nicht, was so die restliche Zeit passieren wird. Deflationsthema können wir vielleicht noch ganz kurz ansprechen wegen Penya. Das war das große Thema im letzten Video von vor schon wieder, glaube ich, knapp 2 Wochen. Oder einer Woche auf jeden Fall. Ja, die Wirtschaft hat sich noch nicht erholt. Beziehungsweise für uns Spieler ist es ja gut, dass Deflation ist, weil eigentlich alles günstiger geworden ist, mehr oder weniger. Nicht alles, aber vor allem F-Coin Premium Items. Und hat sich jetzt eigentlich nicht wirklich was getan. Also seit dem letzten Video würde ich sagen, ist es eigentlich ungefähr gleich geblieben. Es ist vielleicht wieder minimal gestiegen die letzten 2-3 Tage, aber es liegt halt auch daran, dass gerade sau viel Zeug in den Cash-Shop geballert wurde. Also wenn ihr mal durch Flaris und Darkon geht, Heartbreaker-Skins sind in jedem zweiten Shop. Also da sind sehr viele F-Coins und Heartbreaker geflossen. Auch dieses Luxury Tuxedo-Set wird anscheinend viel gekauft. Ich vermute mal wegen den Cloaks. Oder vielleicht finden es auch einige Leute tatsächlich richtig cool, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, da werden momentan sehr viele F-Coins verballert, zumindest auf Bodeng. Und ja, wie gesagt, mal schauen. Aber solange die Deflation oder Inflation auf Halt ist und die Deflation anhält, werde ich, wie gesagt, weiterhin. Ich habe mir jetzt by the way damit abgefunden, F-Coin zu kaufen für A-Product. Also ich werde weiterhin alles in A-Product wahrscheinlich stecken. Und ich habe jetzt noch nicht so viele, glaube ich. Ich glaube, wir sind jetzt bei wieder 350 ungebundene A-Product und wahrscheinlich auch schon wieder über 100 gebundene. Also es geht relativ schnell wieder der A-Product zusammen. Vor allem, wenn die Preise niedriger sind als am Anfang. Oder als letztes Mal, als wir gesammelt haben, da habe ich ja, glaube ich, angefangen zu sammeln. Da waren sie schon bei 6 Mio oder so. Jetzt gerade sind sie unter 6 Mio. Das ist der Vorteil. Also man kriegt jetzt wieder ein bisschen mehr für sein Geld. Deswegen ja auch die Tatsache, dass wir wieder in A-Products investieren. Und ja, das Problem ist halt nur, ich weiß halt, dass wir es nicht schaffen werden, noch ein komplettes Schmuckset zu holen wahrscheinlich, beziehungsweise Staub werden wir auf jeden Fall nicht so viel bekommen. Also 2 plus 20 wäre dieses Mal, glaube ich, schon echt krass, wenn wir es schaffen würden. Letztes Mal hatte ich ja über 2000 A-Products. Dieses Mal werde ich wahrscheinlich, also ich weiß jetzt nicht, wann das nächste Event kommen wird, aber das letzte ist ja wieder 2 Monate her. Das war ungefähr Mitte Januar, glaube ich. Das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich bald kommen, in 2-3 Wochen vielleicht, oder im April hoffentlich erst. Aber mehr also 1000 werden wir auf jeden Fall nicht haben, vermute ich jetzt mal. Also ich habe ein bisschen Glück beim Droppen. Das wäre natürlich nice, dann wird es ein bisschen schneller gehen. Aber wenn jetzt alles so läuft wie die letzten Wochen, also nicht wirklich Glück, nicht wirklich Pech, einfach ganz normal, dann wären es wahrscheinlich so 500-600 A-Products höchstens, beziehungsweise, naja, ungebunden höchstens und dann hat vielleicht noch 200 gebundene, also irgendwas unter 1000 auf jeden Fall. Und wenn das für 2 plus 20 reichen würde, das wäre schon geistesgestört. Also ich habe zwar schon einen Ring plus 19 mit 300 Tries. Klar, der sollte relativ schnell gehen, verhältnismäßig. Also den sollten wir auf jeden Fall plus 20 schaffen. Aber einer reicht halt. Wir bräuchten mindestens 2, glaube ich. Dann könnte ich mir wieder ein Schmuckset holen. Und auch mit guten Stats natürlich. Also nicht clean, sondern halt auch direkt mit plus 2 und plus 3 und so ein Käse. Aber wie gesagt, 2 plus 20 wäre schon sehr krass. Also das wird wahrscheinlich nicht passieren. Von dem her ist es ist so das, was mich ein bisschen stört. Aber mal schauen. Man weiß ja noch nicht, wann das nächste Event kommt. Vielleicht dauert es ja auch noch 2 Monate. Man weiß es nicht. So oder so. Ja, das war jetzt aber auf jeden Fall alles, wie gesagt. Und ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal mit Fly for Universe. Haut rein und ciao, ciao.